Nein, das hier ist keine Magie, sondern eine neue, smarte Art, Türen zu öffnen. Und das ganz ohne den altbekannten mechanischen Schlüssel. Der Bolt Smart Lock macht's möglich. Und auch der Einbau ist kein Hexenwerk, doch dazu später mehr. Wie funktioniert's? Der Bolt-Zylinder hat eingebautes Bluetooth. Dadurch kann er mit dem Smartphone kommunizieren und mit der Bolt-App entriegelt werden. Es befindet sich aber kein Motor im Schloss, der die Tür automatisch öffnet. Dafür ist es möglich, die Tür automatisch zu entriegeln, sobald man vor ihr steht. Diese Funktion ist jedoch noch im Beta-Status. Daher muss man manchmal ein paar Sekunden vor der Tür warten, bis sie endlich entriegelt wird. Und die Funktion aktiviert sich erst, wenn man einen 200 Meter Umkreis um sein Haus verlässt. Wenn man also nur mal kurz den Müll rausbringt, funktioniert das Feature nicht. Damit soll natürlich verhindert werden, dass eine Haustür dauernd entriegelt ist, wenn man mit dem Handy zu Hause ist. Das Schloss ist 3 Sterne SKG zertifiziert. Das ist die höchste Sicherheitsstufe und steht für Bohrschutz, Schlagschutz und Kernziehschutz. Man muss auch keine Angst haben, sich selbst auszusperren, denn selbst wenn man mal das Handy vergessen oder verloren hat, muss man nicht im Garten übernachten. Man kann nämlich einen PIN-Code festlegen. Den kann man in der Not dann durch Drehen des Türgriffs, ähnlich wie bei einem Safe, eingeben und kann so auch das Schloss entriegeln. Aber Achtung, dadurch verliert das Schloss an Sicherheit. Selbst wer überhaupt kein Smartphone besitzt, kann mit dem smarten Türschloss glücklich werden. Hersteller Bolt bietet nämlich auch zusätzlich diesen sogenannten Klicker an. Damit kann man die Tür mit nur einem Knopfdruck öffnen, ohne Smartphone. Das wird lediglich für die erste Einrichtung benötigt. Minuspunkt: ein Klicker ist uns nach 2 Tagen bereits kaputt gegangen. Und auch wenn Bolt eine kostenlose Rücksendung anbietet, ist das ärgerlich. Vor allem wenn man nur einen Klicker hat und keinen PIN-Code nutzt, denn dann kommt man erstmal nicht ins Haus. Es sei denn, man nutzt die App, mit der auch deutlich mehr Funktionen möglich sind. Die gibt es für iOS und Android. In der App können einzelne Benutzer festgelegt werden, denen man unterschiedliche Berechtigungen erteilen kann. So kann beispielsweise die Ehefrau einen dauerhaften Zugang bekommen, ein Verwandter jedoch, der nur für ein Wochenende zu Besuch ist, auch nur für genau diesen Zeitraum. Die App zeigt außerdem einen Verlauf an, wer das Schloss wann geöffnet hat. Mit dem Zusatzgerät Bolt Connect kann man das Schloss sogar dauerhaft mit dem Internet verbinden und dadurch von überall aus steuern. Das ist zum Beispiel hilfreich, um die Nachbarn ins Haus zu lassen, wenn man im Urlaub nicht ganz sicher ist, ob man den Kühlschrank aufgelassen hat oder so ähnlich. Nun zum Einbau. Doch bevor es dazu kommt und auch noch vor der Bestellung, muss man messen. Dafür seitlich auf die Tür schauen und die Befestigungsschraube finden. Von dort aus einmal nach links und einmal nach rechts die jeweilige Breite bis zum Ende der Zylindersichtblenden aus Metall ausmessen. Die Werte gleicht man dann mit dieser Tabelle ab und man weiß, welches Modell bei einem passt. Mit diesen Verlängerungen können leichte Größenabweichungen ausgeglichen werden. Nun den Smart Lock nehmen und so hineinstecken, dass die größere Seite innen ist. Dann die Befestigungsschraube wieder einsetzen und die kleine Kappe auf das Endstück stecken. Dieses dann noch mit dem mitgelieferten Werkzeug festschrauben und fertig. Die Batterie soll laut Hersteller 2 Jahre lang halten. Aber keine Sorge, man wird frühzeitig über die App und später sogar über einen Sound gewarnt. Den Batterietausch soll man laut Hersteller einfach selbst durchführen können. Den aktuellen Batteriezustand kann man auch in der App kontrollieren. Das Schloss kostet knapp 200 € bei Amazon. Für das Bolt Connect Modul für die Internetverbindung werden nochmal 100 € fällig. Und ein Bolt Clicker kostet knapp 40 €. Wir finden, das ist ein angemessener Preis, für den man ein sehr innovatives Schließsystem des niederländischen Startups Bolt geboten bekommt. In der Praxis funktioniert das System auch sehr gut. Durch die Einfachheit erlernt man die Bedienung sehr schnell. Außerdem kann man das System durch die Zusatzprodukte Connect und Clicker noch individuell und sinnvoll erweitern. Es ist gut durchdacht, wodurch man selbst, wenn man mal sein Smartphone verliert oder die Batterie mal schwach ist, nicht einfach so ausgesperrt ist. Doch wir empfehlen trotzdem, auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, PIN-Code deaktivieren und für den Notfall lieber einen oder mehrere Klicker bei vertrauten Personen zu deponieren oder sie einfach zur App hinzuzufügen. Ähnlich wie bei dem guten alten Ersatzschlüssel. Alles in allem können wir den Bolt Smart Lock empfehlen.
Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr nun Lust bekommen, euer altes Schloss gegen ein smartes zu tauschen? Oder nutzt ihr sogar bereits ein anderes System? Schreibt es uns. Auch Fragen zum Bolt Smart Lock beantworten wir euch gerne. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.